Rockstars. Eine Villa. Ein waghalsiges Experiment. Die Rockstar Villa. Ein neuer Tag beginnt im Paradies. In der friedlichen Stimmung der spanischen Morgensonne unterhalten sich bereits Anna und Clementine. Clementine hatte eine schwierige Nacht. I was like just in bed in pain, and I was moving, and I was like whining, and I don't know. Did I make a wrong move when we Maybe ran with the yes, we had the beer Kasten in our hand, and we're focusing on trying to win. Trying to not fall. Give everything. Hey, good morning. Hi. Good morning. Cheers. Cheers. Take a seat. Already? Oh my God. Love your cat. Nice it. Love your hat. You like my hat? It's a true statement. Is that how you feel on a daily basis? Oh yeah. Oh yeah. I'm not gonna ask you if you feel anxious on a daily basis. How much time do you have? Yeah, Anna and I are usually having calls about how anxious we feel with stuff, with random stuff. And then we have to tell each other it's the big picture that matters. That's true. I learned that from you. That's the mantra. It helps. That's our mantra. Sometimes when you feel anxious about something, there's something deeper beneath. True. Like, why am I actually anxious about that? You know. To me, it's more like a constant state of anxiety. But why? Deep Talk bei den Ladies. Und wie steht es um die Herren? Einfach dekorativ wieder vernünftig pflanzen. Okay. Damit es auch nach was aussieht. Einfach. Und das willst du alles selber machen? Klar. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, das war für mich eine Riesenbereicherung im Garten. Ich habe halt eine Wasseranlage installiert. Ne? Ah, ja. Okay. Also mit Schläuche vergraben und so weiter. Genau. Ich drücke auf den Knopf und sag jetzt wässern. Und seither sieht das halt auch aus wie auf dem Golfplatz. Okay. Ja, ist eine Überlegung wert auf jeden Fall. Ist es teuer? Du kannst mit relativ einfachen Mitteln, aber es ist halt wie mit Guten Morgen, Ladies. You make us scrambled eggs. Haben ihr Hunger? Ja. Soll ich Frühstück machen? Geh mal. Mit ihrem weiblichen Charme schaffen es Anna, Marina und Clementine, Miek in die Küche zu bewegen, um nach Essbarem zu suchen. Doch Scheißdreck. alles, was er findet, ist ein neuer Umschlag. Er trommelt die ganze Gruppe zusammen und verkündet im Plenum die Situation. Einen neuen Umschlag. Oh. Nein. Ja, ich habe einen neuen Umschlag gefunden. Und die Rühreier? Keine Eier. Das ist unser Frühstück morgen. Wir haben kein Frühstück heute? Ja, das ist unser Frühstück. Aber wir hatten doch. Dein Ernst? Come on. Kommen Sie hier, Hunger. bitte. The Cooking Battle. Liebe Rockstars, heute kocht ihr gegeneinander. Ihr wählt einen aus eurem Team aus, der die Koch-Challenge für euch macht. Ihr werdet Paella kochen. Das spanische Nationalgericht. Rezepte sind nicht erlaubt. Ach du Scheiße. Marina, Sicher. du weißt es doch bestimmt. Sicher. Ich hab's drauf. Die Zutaten holt ihr euch selbst aus dem Supermarkt. Das bessere Essen gewinnt. Viel Spaß. Oh, das ist doch Boys, ich hätte Bock. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich das kann. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ich vertraue dir. Aber ich hätte Bock. Ich würde es mir irgendwie so gefühlsmäßig zutrauen. Also mach gerne du. Also, ja, also. Passt. Ich mache kreative Paella, okay? Super. Ist das okay? Super. Machen wir.
Das war so eine Gefühlsentscheidung zu kochen. Ich weiß nicht, was mich getrieben hat. Es war irgendwie der Moment, der hat gepasst und ich dachte mir, ich hab Bock drauf. Was machen wir? Ich würde Nick vorschlagen. Ich denke, ich kann Paella kochen, ja? Okay. Ich glaube, du kannst alles kochen. Alle. Ey. Okay. Italienische Blut. Die Duellpaarung steht. Michele kocht für Visions of Eden gegen Hannes von Kissin' Dynamite. Der Bessere möge gewinnen. Ja. Boah, ich hatte super Hunger. Ich war schon extrem genervt, dass wir nichts zum Essen hatten am Anfang des Tages. Das ist mir extrem wichtig, dass ich irgendwas zu essen kriege. Irgendwann. Vormittag. Was machen wir so lange? Ich habe jetzt schon Hunger. Ich hoffe einfach nur, dass Sie uns nicht vergiften. Ja, stimmt. Aber Moment, ich habe immer noch Hunger. Wie lange müssen wir jetzt warten? Ja. Na, dann hoffen wir Du mal, bist in der Natur. Ja, jagen Sie. Blumen. Ich esse Blumen. Und Kräuter. Vögel. Vögel. Ich kenne ja Hannes jetzt eine Weile, um genau zu sein, ein paar Jahre, so 33 Jahre lang. Und ich weiß, dass er Essen zubereiten kann, aber ich wusste nicht, dass er kochen kann. Okay. Das verlieren wir auf jeden Fall. Gewinnen kannst du das Ding eh nicht, aber ich möchte was machen, was mir Spaß bringt. Und irgendwie hat mich das als Person gechallenged, weil ich eben nicht der große Koch bin. Und ich mag das auch persönlich einfach mal hier und da im Leben auszuloten, wie man über seine Grenzen gehen kann und einfach mal über den Tellerrand hinauszublicken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich bin ein guter Koch. Aber kannst du... Ich kann das nicht. Ja? Also ich muss dir ja mal ganz ehrlich sagen, ich habe erstens noch nie in meinem Leben Paella gekocht. Okay. Aber noch schlimmer, Okay. ich habe noch nie Paella gegessen. Okay. Also ich weiß eigentlich nur eins, da ist Reis drin. Okay, mit Fleisch, mit Veggies, mit... Ach so, das kann man optional machen. Du kannst, like, Papaya kochen mit whatever you want. Mit alle. You can have chicken, you can have fish, you can have shells. Micheles Aufzählung schier unendlicher Möglichkeiten, eine Paella zu kochen, verkürzt die Zeit, bis die beiden am Supermarkt auf die Spielmacherin treffen. Ihr wurdet auserwählt, um eine echte spanische Paella zu kochen. Ich kann es kaum abwarten. Und ihr werdet jetzt, ihr seht schon dieses Schild, in diesen Supermarkt gehen. Aber das werden wir einzeln machen, damit niemand hier einen Wettbewerbsvorteil hat. Ach, okay. Deswegen gehen wir doch einfach schon mal einkaufen. Und was mache ich? Bleibe ich hier stehen und warte? Ja, genau. Finally discovering the ingredients that we would have used for the paella. And the funny thing is that, honestly, I have no idea what the actual ingredient. Like, if I was at home, I would be like searching on my phone, scrolling until I find a recipe that I like. But this was, of course, not allowed. So, as Hannah said, we had to do a creative paella. So, I basically just went with the flow. Um die Sache etwas schwerer zu machen, haben wir die Spielmacherin als Störfaktor eingebaut. Ja, Reis ist ja nicht nur Reis. Ja, Reis ist Reis. Nee. Nicht Basmati, aber... Also da muss es schon deutlich sein. Es gibt ja Basmati-Reis, es gibt Sushi-Reis. Hier, Nudeln. Wo ist denn Reis jetzt? Wo ist jetzt Reis? Perfekt. Wir haben eine Paella in hier. Sicher? Ja. Naja, musst du ja wissen. Calidad Oro. Calidad Oro, das ist der perfekte Reis für die Paella. Super. Tomatensauce? Wofür? Tomatensauce? Für die Creme auf dem Ja? Paella. Ja. Ah, okay. Welche? Ja, die Auswahl ist groß. So, ja, wir haben eine große Selektion hier. Kennst du dich aus mit großen Sachen? Wartet bitte, Entschuldigung. Ich bin konzentriert. Doch Michele lässt sich so leicht nicht aus dem Konzept bringen. Das hast du ja früh gemerkt. Hier waren wir doch gerade schon.
Das ist nicht gut für Paella. Tomate. Kannst du helfen mir? Ja, hallo, die Tomaten sind direkt vor deiner Nase. Welche Tomate ist dein Favoriten? Ja, ich bin ja für die großen Dinge. Die. Das dauert aber auch echt lang. Boah. Wie viele? Ja, das musst du ja weißt wissen. nicht? Zielstrebig und gelassen steuert Michele durch den Supermarkt und schafft es, die Zutaten für seine Paella zusammenzusammeln. Auch wenn ihn die Spielmacherin gehörig dabei stört. Ist auch nicht so deins, oder? Halloumi. Keine Tofu. Hier. Yes. Währenddessen in der Rockstar-Villa tauschen Marina und Ande Flirt-Tipps aus, sodass es beim ersten Date klappt. Aber gleichzeitig auch zeigen, die richtige Zeichen geben, Ja, dass man mehr möchte. will. Nicht nur so, ja, wir reden hier ein bisschen. Das wäre, Ja, stimmt. ja, Zum Beispiel, Wissenschaft. was ich über mich weiß, ist, ich bin super schlecht darin. Ein Flirten. Also ich bin, ja, auch das. Und ich bin auch super schlecht darin, Signale zu deuten, Signale zu empfangen. Zu empfangen. Ja. Oh ja, siehst du? Also Siehst ich kann dir sagen, ich habe kein Problem damit, also wenn jetzt du zum Beispiel hier mit irgendjemand wärst und dann könnte ich aus der Ferne, aus 100 Metern Entfernung würde ich sehen, okay, da knistert's oder da passiert was oder da passiert nichts. Also das kannst du bei anderen Leuten. Genau, bei anderen bin ich total gut drin, das zu erkennen und zu sehen. Aber wenn es mich selber betrifft, dann bin ich krieg das nicht mit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Interessant. Und deswegen könnte ich vielleicht so, überlege ich mir jetzt gerade, ob ich dann unter Umständen die Sorte Mann bin, die du gerade angesprochen hast, Ja. also die also nicht empfänglich dafür ist. Oder weil du sagst, die Deutschen sind super schlecht im Flirten. Ja, genau deswegen. Oder machen auch keine Bewegung oder sind zu hardcore. Also wenn die betrunken sind, Ja. dann sind manche Menschen einfach so, Ja, das ist ja awkward. kein Charme und ja, not charming. Aber das heißt, du kannst schon checken, wenn zwei Menschen da Ja, wenn es um andere geht, um anderen, ja. da könntest du mir theoretisch den Namen Date Doctor verpassen. Ich sehe das sofort, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Aber wie gesagt, so was Sehr meine interessant. Wenigkeit angeht, ich krieg das nicht mit. Interessant. Also man müsste mir jetzt, glaube ich, schon ganz deutliche... Na, ob es da vielleicht gerade knistert? In der Zwischenzeit ist Hannes am Zug im Supermarkt. Hallo. Ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin jetzt erstmal völlig ungestresst, weil ich sowieso keine Ahnung habe, was ich hier tue. Aha. Von daher, Das sieht man auch. Meine Strategie ist ganz einfach. Ich laufe mal hier durch die Regale und lasse mich inspirieren. Beziehungsweise das Einzige, was ich sicher weiß, was wir brauchen, ist Reis. Du kannst es jetzt entweder gestresst angehen oder du scheißt einfach auf alles und du lässt deinen Bauch entscheiden. Und für Zweiteres habe ich mich entschieden und nenn es das Universum, nenn es eine höhere Kraft. Es ist völlig egal. Und drauf ist. Oh, schau mal, guck mal, das ist doch hier. Wollen wir nicht das machen? Brillante Calidad Oro es un Arroz. Das sieht doch nach Paella aus, oder nicht? Ja, aber weißt du, dass dann da Reis drin ist? Was soll da sonst drin sein? Das Reis. Okay. Gut, dann haben wir das schon mal. Von dem Moment an habe ich den Kopf komplett ausgeschalten, weil dann habe ich mal nach Zahlen gemacht. Ich habe mir einfach das Bild angeguckt und ich habe gesehen, da sind Paprikas drin, Erbsen drin. Also ich wollte ja Paella mit Hühnchen machen, deswegen gehen wir jetzt mal. Wieso denn Hühnchen? Ich meine, guck mal, hier ist kein Hühnchen drauf. Ja, aber ich habe eine Fischallergie und da ich ja auch was essen will, kommt Fisch und Meeresfrüchte eher nicht in Frage. Was passiert dann, wenn du es isst? Dann verbringe ich die Nacht auf dem Klo und das ist nicht so geil. Hola, yo hablo español un
poco. I was thinking about 400 grams of pollo. Yo aprendido español en la escuela, pero es muchos años. Oh, no. So, da ist jetzt noch nichts dran, genau. Jetzt brauchen wir, glaube ich, perfetto. Jetzt brauchen wir wie für jedes mediterrane Gericht mit Sicherheit Olivenöl. Kannst du überhaupt kochen? Nee, überhaupt nicht. Also beziehungsweise es gibt Dinge, die kann ich kochen. Bei Spätzle und Steak macht mir niemand was vor. Oh? Wow. Aber wenn es um irgendwelche anderen Gerichte geht, vor allen Dingen die ich noch nie gekocht habe, da muss ich irgendwie auf meine Guts vertrauen. Olivenöl habe ich jetzt auch, das ist schon mal gut. Paprika. Wo denn die? Weil die rot sind. Und das ist jetzt ein Argument? Die roten Paprika sind, glaube ich, die besten. Weil? Weiß ich nicht. Ja. Okay, Und auch Hannes ist den aufdringlichen Fragen der Spielmacherin im Supermarkt ausgeliefert. Wieso Tomatensoße? Nur weil das da hier so drauf steht oder wie? Hast du dich da inspirieren lassen von der Farbe? Ich finde, das sieht so ein bisschen rot aus, deswegen, guck mal, da, Tomate. Das nehmen wir. So, Zwiebelchen wären noch schön. Scheiße, jetzt war ich gerade in der Obst- und Gemüseabteilung. Immer das hin und her gelaufen. Immer das hin und her gelaufen. Jetzt lass mich mal ganz kurz nachdenken. Du machst mich auch ganz wahnsinnig hier. Also, ich habe Reis, ich habe Öl, ich habe Paprikas. Die sieht man nämlich da. Erbsen braucht man noch. Erbsen. Ja, nur wenn man die da sieht, aber du hast die Meeresfrüchte nimmst du ja auch nicht. Ja, ich lass raus, was mir nicht gefällt und mach rein, was mir gefällt. Also Zwiebeln und Erbsen, das brauchen wir jetzt noch. Die Einkäufe sind gemacht. Super. Michele und Hannes begutachten auf dem Supermarktparkplatz die Zutaten des Gegners. Ja, das ist Zu viele Kraut aber kommt das in Paella. Aber weißt du, was ich lustig finde? Ich bin ganz zufällig, ich habe Reis gesucht und habe keinen gefunden und stand wirklich ganz zufällig im Regal und habe das da gefunden. Okay. Und ihr habt das Reis gefunden. Are you fucking kidding me? Super funny because the both of us we bought exactly the same rice, and I guess this was only because of the image on the rice that was an actual paella, and we were like, okay, if we buy this, at least we know where we are going. Meine Strategie ist, ich gucke mir das Bild an und ich habe gesehen, da ist Paprika drin, Reis drin. Ja. Das ist nicht kreativ, das ist kopieren. Nein, wieso? Das ist ja kein Rezept. Rezepte sind nicht erlaubt. Ja, Aber ja. niemand hat gesagt, dass man sich kein Bild angucken darf. Okay. Außerdem, das kam ja zu mir. Ich kam ja nicht zu dem Reis. Smart, perfekt. Die beiden machen sich samt den Einkäufen auf den Weg zurück in die Rockstar Villa. Jedem der beiden Köche haben wir es gestattet, aus dem eigenen Team eine Küchenhilfe auszuwählen. Ich hatte mich dazu gemeldet, Miek zu unterstützen in der Küche, weil ich das auch ganz gerne mache, so ein bisschen schnibbeln. Und Miek hat da irgendwie auch einen klaren Plan gehabt und es war einfach lustig. Die Zutaten liegen bereit und Chefkoch Miek weiht Anna in die Künste der mediterranen Küche ein. And some carrots to create a little base for the rice cooking. And in the meantime, let's chop. Sounds great. Let's chop. Whenever you feel like, you can do. Professional oil. Währenddessen an der Parallelkochstelle von Hannes. Also Steffen, erstmal danke, dass du mein Sous-Chef bist heute. Selbstverständlich. Ich habe ja eine etwas andere Strategie gewählt. Wie du siehst, habe ich nicht viele gesunde Zutaten hier zum Schnibbeln. Du setzt nicht so auf Gemüse, das habe ich gesehen, ja? Ich habe eine Geheimzutat. Das war super cool. Hat sich überhaupt nicht nach Arbeit angefühlt, nach was machen, sondern wir hatten einfach nur Spaß, eine gute Zeit. Nebenher ein bisschen geschnibbelt. Er hat mir viele Weisheiten erklärt, von denen ich glaube, dass sie alle durch die Bank erfunden waren. Aber es war lustig, kurzweilig. Kurzweilig war's. Ja, aber pass auf, zum Einzug in meine allererste Wohnung habe ich die Spätzlespresse von meinem Vater geschenkt gekriegt. Okay. Und die habe ich tatsächlich immer noch, weil die ist so richtig aus Gusseisen. Und, Ja, die hast du auch einmal normalerweise, oder? Genau, das ist so eine Investition fürs Leben. Und als Schwabe, wie du weißt, Kauf mir nicht ganz lang. Die sparsamen Schwaben. Unterdessen bei Michele. The plan is this. In this pan, we will cook the rice.
using little bits of waters that will be put in here step by step, so that the rice absorbs the water, but we don't boil the rice in the water as you do with noodles, with pasta, okay? Meanwhile, here, this is actually something we could start. Yes. We could start cooking some vegetables that are long to cook, like the carrots, the peas, later on the paprika. But for doing this... Der Plan ist klar, die Organisation steht. Really like to cook, Nick? I love to cook. I think it's in my DNA. It's basically something that I inherited from my family. As my dad loved to cook. He really loved to cook. He spends hours, especially in big occasions like Easter or Christmas, or when you have guests and you want to make a nice dinner. He spends like 4 or 5 hours in front of the fire without any issue. I was looking at him and it was like inspiring and cool. And I was like, well, this might be something I like to do. Doch die Konzentration wird jäh unterbrochen. There is an invasion! Oh my God! This is fantastic. Now I truly feel like I'm in Spain. Ein fulminantes spanisches Kocherlebnis bei Michele mit jeder Menge Fuego. Und wie sieht es bei Hannes und Steffen aus? Das Weihwasser. Okay. Da auch reichlich? Ja, da darfst du nicht sparen. Das muss schon ordentlich. Jetzt hauen wir die Zwiebeln komplett rein. Und das ist ja auch das, was immer geil riecht. Guck mal, also. Steffen war ein super guter Sous-Chef an meiner Seite. Der hat mich inspiriert, regelrecht. Und dann gibt's ja noch so eine Geheimzutat. Die haben die anderen ganz sicher nicht auf dem Schirm. Was in Deutschland funktioniert, funktioniert in Spanien auch. Wir sind gespannt. Und Micheles Plan? This one, because it's cooking way faster than we expected, which is a really good thing. It tastes good already. We have the zucchini and the mushrooms that are currently being cooked. Und was macht Anna? Anna is meanwhile cutting our special ingredient that I bought on purpose to have something different, a twist, because we will add some lime to the overall paella. Auch Mick hat also eine Geheimzutat. Es ist zwar nicht gelb, wie Paella eigentlich aussieht, dafür rot. Erinnert jetzt eher an Spaghetti Bolognese, aber in der Hälfte beim Kochen habe ich mal probiert. Das hat nicht schlecht geschmeckt, aber es hat halt einfach nach Spaghetti Bolognese mit Hühnchen geschmeckt. Und ich dachte mir, okay, wie kriegst du das noch zu einer Paella hin? Steffen, wie schaut's aus? Steffen hat sich vom Acker gemacht. Okay, der Reis ist auch gleich soweit. Eigentlich muss man das nochmal ablöschen, ne? Bist du dir da wirklich sicher? Dann kann ich genug ablöschen. Gut. Stellt sich die Frage, ob man das noch ablöschen nennen kann. Fein macht, wo jeder am Ende des Tages nach dem Rezept fragen will, weil er nicht drauf kommt, was es so bellissima macht. Ich hatte Respekt vor der Aufgabe. Angst davor zu verlieren hatte ich nie gegen Mick. Mir war nämlich klar, dass ich verlieren würde. Also es war für mich eine gesetzte Sache, weil Mick ein verdammt guter Koch ist. Das wusste ich bereits. Er hat ja, also auch wenn es nur Rührei war am allerersten Tag, aber er hat so fantastisches Rührei schon gekocht, dass ich dachte, okay, wenn er Rührei schon so geil kann, also so eine Banalität wie Rührei, wie wird dann wohl seine Paella schmecken? Und ich habe mich schon gefühlt wie im Garten Eden, wie ich seine Paella probiere. Deswegen, ich bin einfach komplett ehrlich, ich habe mir 0,0% Chancen auf einen Sieg ausgerechnet. I think it was very nice to finally have men in the kitchen.
Und dann wird endlich angerichtet. Wow! Habemos food. We have Paella. Erster Eindruck, es sieht wirklich aus wie Paella. Dafür ist mal ein Applaus. Danke. Harte Arbeit. Danke. Dankeschön. Und wir haben uns ja Gedanken gemacht und es ist jedem klar, wer welche Paella gemacht hat. Deswegen, wir vertrauen euch einfach, dass ihr einfach die Paella benennt, die ihr besser findet. Und ich gönne es Meek komplett, wenn er gewinnt, because that was my expectation from the beginning. Good. But I tasted it and I can tell I am afraid now. Dinner was a relief because it was a freaking long day. Because in the end, started with the surprise of breakfast, then moving on with the shopping, then cooking and everything. It ended up quite late, so it felt like a big relief. But again, it was so beautiful to have our creation. Now this is the Italian blood speaking. But when you cook something and you enjoy what you are eating, this is just the best. And having this family environment all together, eating together, enjoying the creation of each other. Basically, this was like writing a song together, but the song was food. Ich freue mich ja, dass ihr euch so einig seid und das so ganz freundschaftlich seht, aber letztendlich entscheide ja auch ich, wer dann der Gewinner ist. Deswegen, Okay. bitte. Aber wenn sie das alles isst, dann ist sie ja schon satt. Wie soll sie das Entschuldigung. Die Spielmacherin kriegt selbstverständlich von mir auch aus der Mitte. Grandmother, Italian grandmother portion. This is too little, you have to eat more. Für mich war das alles ganz einfach. Ich musste nicht einkaufen. Ich musste nichts in der Küche machen. Ich habe einfach beobachtet ein bisschen, wie die alle so ein bisschen gemacht haben. Also, die harte Arbeit. Und ich habe einfach gegessen. Das war wirklich für mich die beste Position. Ich habe mir da ehrlich gesagt keinen Kopf gemacht. Ich habe es nur nach Bauchgefühl gemacht. Aber ich muss sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Also ich finde beides auf ihre ganz eigene Art und Weise sensationell. Ich meine, von Meek habe ich es erwartet, sorry, for sure. Aber nach all den Jahren, Hannes, dass du so kochen kannst, das hat mich am meisten überrascht. No shit. My deepest respect. Dankeschön. Das hat mich auch sehr überrascht. Mich auch. Bei Hannes, muss ich zugeben, habe ich diese Kochaffinität noch nie so rausgehört. Ich kenne ihn ja auch eigentlich ganz gut. Von daher war ich sehr überrascht, dass er dann einfach so ein wirklich, wirklich richtig gutes Paella-Gericht auf den Tisch gestellt hat. Hannes, ich habe eine Frage. Ja. Ab jetzt willst du mehr kochen zu Hause? Also es ist so, bei uns zu Hause, wir haben ein Arrangement. Das Ding ist, ich bin ein leidenschaftlicher Esser, aber kein leidenschaftlicher Kocher. Ich mag einfach den Moment nicht. Ich mag Kochen per se erstmal nicht so gerne. Und deswegen, und weil ich es natürlich auch nicht möchte, dass ich ständig nur bekocht werde, weil es unfair ist, habe ich gesagt, okay, ich bin auch zuständig für Essen. So, also im gleichen Maße. Und ich mache das halt auf meine Art und Weise. Ich lade dann zum Essen ein oder Lieferando. It was great to follow two different complete mindsets, two different complete recipes in a way, because it was paella, but one was more in the traditional style, yet without seafood, I think. And the other one was like from the start, I wanted, like Meek, I want to make a vegan version, which to me was already a challenge in a challenge, because paella is, I guess, one of those dishes that are not vegan friendly at first. So it was very interesting to follow, and then we were excited to taste, because, it was talking about food the whole freaking day. So makes you hungry. Vielen lieben Dank an unsere beiden Starköche hier. Ja.
Und bevor ich entscheide, möchte ich doch mal hören, wie ihr so das Essen bewertet. Also bitte los, für wen stimmt ihr ab? Das fand ich jetzt eher ein bisschen klassischer. Meeks, fand ich, hat so einen Tick, so eine Idee dahinter. Einfach so ein bisschen mehr Freshness. Deswegen muss ich gegen mein Team stimmen, aber ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich stimme für Meek. Vielen Dank. Ich finde es auch sehr schwer, mich zu entscheiden. Ich bin ja auch ein ganz kleines bisschen voreingenommen, weil ich einfach als Sous-Chef, als Mitarbeiterin in der Küche einfach einen großen, auch emotionalen Teil dazu beigetragen habe. Aber ich kann tatsächlich keine Stimme abgeben. Also ich enthalte mich. Ja, was kann ich sagen? Ich hatte bei Meek das Gefühl, es war so ein bisschen in die orientalische Richtung. Woher das kommt, weiß ich nicht. Aber es hat eine orientalische Welt für mich aufgemacht. Bei Hannes ging es mir so, das hat sich nach Europa angefühlt, das hat sich warm angefühlt, das hat sich nach Fuego und Temperamente angefühlt. Es geht hier um Nuancen. Ich würde sagen, nee, ich kann mich nicht entscheiden. Ich enthalte mich. Okay. Meine Oma hat für uns originelle Paella gekocht. Und es war extraordinary, es war fantastisch und sehr, sehr geschmacksvoll. Und die waren beide scheiße. Scheiße, nein. Ich wollte sagen, ich kenne Paella, okay? Und ich muss sagen, beide waren richtig gut. Also Hannes, du hast mich überzeugt. Ich will jetzt nur bei dir essen. Das ist ein großes Kompliment. Nein, Anne kocht auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, das tut sie. Ich bin überzeugt. Dann machen wir so half-half. Okay. Bei komm es an. Okay. Vielen Dank für die Blumen. Ja. Danke. Gut, ich bin ja auch nicht ganz unbeeinflusst. Ich habe ja auch ein bisschen mitgewirkt an einem der beiden Essen. Es waren 2 komplett unterschiedliche Gerichte für mich. Es hat beides nach Paella geschmeckt. Wenn ich aber nach meinen Erfahrungen mit Paella gehe, muss ich sagen, war die von Hannes ein bisschen näher dran. Also meine Stimme für Hannes. Fair enough. Ich habe einen Punkt. Mal ganz ehrlich, an der Stelle, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt einen Punkt kriege. Von daher, mein Ziel ist jetzt schon erreicht. Danke, mein Freund. Sehr gerne. Und ich glaube dir, dass du es so meinst und nicht nur sagst, weil du im Team Es ist warst. tatsächlich so gemeint. I am vegan myself, but I still tried without eating the meat, your paella. And I think it was very good. I thought it had this suaviness to it, this a lot of taste through the olives, and as you said, I think something more traditional to the dish, if I got it right, which I really appreciated. But he, with the vegan version, had to work harder because he couldn't get all the flavors from meat that is objectively tastier by itself. So he had to compensate because tofu, we know it, if you don't cook it, it's a bit plain. So he had to compensate for dealing with ingredients that are harder to cook, and he did that with a lot of, as has been said, I think, creativity and freshness and audacity also with that lime inside. And therefore, I think you have the honor point, but you have my real point. Es steht also 2:1 für Meek. Vielen Dank für eure Wertung, die mich gar nicht interessiert. Aber genau, jetzt nämlich zu mir. Ich habe beide Paellas probiert und gehe wie immer in meinem Leben nach meinem Bauchgefühl. Aber ich möchte auch dennoch die Entscheidung der Gruppe berücksichtigen, denn es ist auch für mich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Ich muss sagen, ich habe zuerst die von Hannes probiert und die hat mich einfach sofort überzeugt. Cool. Aber auch deine war mega gut und deswegen mache ich jetzt ein Unentschieden daraus. Wow.
Shake hands. You need to shake hands. Yeah! I feel honored. I think it's fair enough. Wirklich, ich muss es sagen, ich hätte dir den Sieg sehr gegönnt. Ich habe nichts anderes erwartet. Heute. I feel in the middle of a bromance right now. It's developing. Das hier ist gerade ein absoluter emotionaler Moment für mich und ich komme überhaupt nicht drauf klar. Ein wunderbarer Shake-Hands-Moment besiegelt das Ende des Cooking Battles der Rockstar Villa. Haben gekocht mit Liebe und das ist the secret. This is the secret. Mit Liebe und Und wie fandet ihr den Abend? Das Dinner fand ich sensationell. Ich war überrascht von Hannes' Leistung. Hut ab vor beiden. Wenn ich jetzt aus meinem Mikrokosmos spreche, ich weiß nicht, ob ich so gut hinbekommen hätte. Ehrlich. I'm happy. It was a great day. Like happiness won, food won. So even if there was no actual winner, who fucking cares? It was fair in a way to reward both worlds, both ideas and both dishes, because they were both really good. Auch wenn dann rückblickend manche gesagt haben, es schmeckt vielleicht nicht ganz so nach Paella, wie es sollte, fand ich super. Also es war wirklich auch ein ganz tolles Gericht von Hannes und das würde ich mir in der Zukunft auf jeden Fall auch öfter wünschen, dieses Gericht gekocht zu bekommen. In der nächsten Folge der Rockstar Villa Das ist einfach alles richtig scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Alter.